Servus Leute und willkommen zu einem neuen Battlefield 5 Video. Heute soll es mal um das Magic M1 Garand gehen, mit Sicherheit eines der nostalgieträchtigsten Gewehre in ganz Battlefield 5, auch wenn es verhältnismäßig spät ins Spiel kam. Gruß geht an der Stelle raus an Council, mittlerweile einer meiner ältesten Abonnenten. Er hat sich ein Review zu dem Ganzen gewünscht und genau das machen wir heute, sprich Spezialisierungen, Rückstoßverhalten und wie verhält sich das Gewehr im Vergleich zu anderen Semi-Auto-Rifles. Also bleibt gerne mit einem Abo dabei und wir sehen uns gleich. Beginnen werden wir erst einmal mit einer kurzen persönlichen Einschätzung bzw. Overview zu meinen Pro und Kontras zum M1 Garand. Also, gehört zu den Semi-Auto-Rifle-Waffen für den Sturmsoldaten, böllert richtig schön und stark Schaden aus. Auf die Schadenswerte kommen wir noch, die schauen wir uns nachher im Detail auch nochmal an. Hat eine mittelprächtige Feuerrate mit 360, geht aber noch gut was rein. Und so gefühlt böllert man einfach verhältnismäßig viele Headshots raus. Großer Nachteil für mich ist, dass man einfach ein sehr, sehr kleines Magazin hat mit 8 Schuss. Da kommt man nicht wirklich weit. Also mehr als 2 Gegner sind da auch rein statistisch leider nicht drin. Wie gesagt, auf die Schadenswerte kommen wir jetzt gleich. Die blende ich euch bei der Gelegenheit auch mal ein. Und zwar habe ich die Stats einmal neben das Gewehr 43 gepackt und man sieht jetzt, in der oberen Spezialisierung haben wir auf Hüftfeuer geskillt. Es bleiben leider 8 Kugeln im Magazin, bis 25 Meter 45 Schaden, danach sogar 36 Schaden. Trotz alledem, laut Adam Riese, könnt ihr aber ab einer Entfernung von 25 Meter mit einem Magazin lediglich 2 Gegner wegholen. Die 360er Feuerrate ist natürlich ein bisschen besser als jetzt im Vergleich zum Gewehr 43, wo ich jetzt einfach finde, das eignet sich am besten für einen Vergleich. Da habt ihr 10 bzw. 11 Kugeln und müsst aber im Schaden nur 2 Punkte abreißen lassen. Also all over würde ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr diese Art von Waffen mögt, dann nehmt besser das Gewehr 43 mit, auch wenn das M1 Garand eine Besonderheit hat. Das schauen wir uns natürlich in den Spezialisierungen noch an. Und zumindest eine 60 Punkte höhere Feuerrate hat, die jetzt auch nicht ganz zu verachten ist. Also lasst uns mal reinstarten in die Spezialisierungen und schauen, was da wirklich meine Empfehlung nochmal zum Skillen der Waffe ist. Spaß macht sie in jedem Fall. Starten wir also rein in die Spezialisierungen. Wir haben einmal die Möglichkeit, verbesserte Präzision beim gezielten Feuern. Das würde ich euch nicht empfehlen, sondern nehmt das 33%ige schnellere Zielen mit auf dem Visier. Die 15% schnellere Nachladen wäre zwar nett, aber dann kommen wir auf den Hüftfeuerweg. Da möchte ich auch gar nicht hin, sondern ich möchte eine verbesserte Präzision beim gezielten Feuern aus der Bewegung. Demnach hätten wir jetzt auch gar keine Möglichkeit mehr aufs Hüftfeuer zu wechseln, macht jetzt aber aus meiner Sicht auch bei einer Semi-Auto nicht so wirklich viel Sinn, sondern um unser Movement und einfach die Trefferwahrscheinlichkeit der Gegner nochmal zu verbessern, nehmen wir eben nicht zu verbessern, sondern zu erschweren, nehmen wir die 60%ige schnellere Bewegung mit. Jetzt auf dem letzten Pfad haben wir die Möglichkeit zwischen Granatwerfer und den Schadenskugeln, nenne ich sie jetzt mal. Und das ist jetzt genau das Thema, wenn wir die Schadenskugeln ausrüsten, dann verringert sich die Feuerrate auf eben 300 statt 360 und dann haben wir eigentlich ein schlechteres Gewehr 43, weil wir eben weniger Kugeln im Magazin haben. Und noch dazu, ja, einfach maximal dann 2 Gegner, wenn wir nicht unter 25 Meter sind, wegholen. Also nochmal kurz zusammengefasst, rüstet den Granatwerfer aus, bleibt auf der Spezialisierung mit der 360er Feuerrate. Dann habt ihr in jedem Fall einen kleinen Vorteil gegenüber einem Gewehr 43 und habt zusätzlich eben noch die Präzision aus der Bewegung plus die schnellere Beweglichkeit, damit ihr einfach nicht so
leicht zu treffen seid. Das ist in jedem Fall ja, ein gutes Gimmick. Und so hat mir die Waffe am meisten Spaß gemacht. Ihr könnt mir aber an der Stelle gerne mal in die Kommentare packen, wie ihr das Ganze geskillt habt, beziehungsweise was ihr davon haltet, oder ob ihr auch sagt, okay, ich finde die Semi-Auto-Rifle besser. Vielleicht nochmal ganz grundsätzlich fühle ich mich mit Semi-Auto-Rifles jetzt nicht unwohl. Ist gut, aber ich habe jetzt nicht die 1000%ige Prezi, also ich hau schon ganz gern auch mal ein paar Kugeln daneben. Von daher bevorzuge ich, wenn schon Semi-Auto-Rifle, dann eher eins mit einem erweiterten Magazin, sprich ein M1A1 mit dem 16er Magazin, zumindest so wie ich das geskillt habe, oder ja, das gute Turner SMLE mit sogar 20 Schuss, die man da ausrüsten kann. Da bin ich einfach mehr dabei. Trotz alledem taugt das M1 Garand natürlich auch was und kann man natürlich gerne auch mal mitnehmen. Jetzt lasst uns nochmal abschließend ganz kurz auf das Rückstoßverhalten schauen. Wie ihr seht, der Rückstoß geht nur vertikal nach oben. Sprich, wir haben keine horizontalen Versatz, kein Rüberziehen. Das, was ihr jetzt da gerade, wo ich ein bisschen reinschaue, seht, das ist ganz einfach, weil ich beim Gegenziehen ein bisschen verruckelt habe. Nichtsdestotrotz könnt ihr da wirklich sehr, sehr gut auf einem Punkt bleiben. Ja, und das war es jetzt auch mehr oder minder mit meinem Fazit zu der Waffe. Ihr könnt mir gerne bei der Gelegenheit, wie schon gesagt, in die Kommentare packen, was haltet ihr davon, was sind eure Lieblingswaffen, und wenn ihr noch ein Gewehr gefunden habt, das ich vielleicht noch nicht in meinen Reviews dabei habe, dann packt auch das mir gerne in die Kommentare und ich schaue, dass ich dann auch dazu nochmal ein Review starten werde bei Gelegenheit. Im Moment, ja, bin ich mal ganz ehrlich, ich habe relativ viele Projekte am Start, deswegen hat es jetzt etwas gedauert, bis das nächste Waffenvideo fertig war, aber ich bleibe auf jeden Fall dran, Leute. Und solange ihr mich weiterhin so toll supportet, macht das auch wirklich Spaß und Laune. In dem Sinne würde ich sagen, wir stehen kurz vorm Wochenende, also macht euch eine chillige Zeit. Vergesst nicht, die Konsole, PC oder whatever anzuschmeißen. Genießt es. Bleibt vor allem, ja, ich möchte jetzt nicht in dieselbe Corona-Kerbe stoßen, aber seid vernünftig, bleibt einfach daheim, zockt lieber ein bisschen Battlefield. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Video bzw. nächsten Stream, euer A-Team.